Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cuisine Noel. Heute zeige ich euch, wie ihr marokkanische Pastela mit Hähnchenfleisch zubereiten könnt. Meine Pastela besteht aus Teigblättern, einer Hähnchenfüllung sowie einer Mandel-Haselnuss-Mischung mit Puderzucker. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, bleibt doch einfach dran. Das sind alle Zutaten, die wir für die Pastela benötigen. Wir benötigen 1 Kilogramm Zwiebeln, 1,5 Kilogramm Hähnchenfleisch, 2 Esslöffel Orangenblütenwasser, 100 Gramm Puderzucker, 60 Gramm Petersilie und Koriander, 160 Gramm Oliven, 160 Gramm Champignons, wobei diese zwei Zutaten variabel sind, 200 Gramm Mandeln und Haselnüsse, 6 Eier, etwas Olivenöl, Sonnenblumenöl, Salz und verschiedene Gewürze. An Gewürzen habe ich hier ein Päckchen Safran, gemahlenes Kreuzkümmelpulver, Paprikapulver und Ingwer-Kurkuma-Pulver. Davon jeweils einen Esslöffel sowie einen halben Esslöffel Zimt. Für die Pastela benutze ich folgende Teigblätter, diese habe ich aus einem türkischen Supermarkt. Jetzt können wir auch schon starten, dazu geben wir reichlich Sonnenblumenöl in einen Topf. Zu dem Sonnenblumenöl geben wir auch etwas Olivenöl. Dann können auch schon die Zwiebeln rein. Das Ganze wird etwas vermischt und angebraten. Die Zwiebeln immer mal wieder umrühren, damit euch nichts anbrennt. Nach nur wenigen Minuten könnt ihr die Petersilie und den Koriander in den Topf geben. Das Ganze wird miteinander vermischt und für weitere Minuten angebraten. Wenn die Zwiebeln etwas angebraten wurden, kann auch schon das Hähnchenfleisch dazu. Das Fleisch wird unter die Zwiebeln gerührt und angebraten. Nach einigen Minuten kann das Fleisch auch schon gewendet werden. Das Fleisch wird jetzt auf der anderen Seite angebraten. Bevor wir das Ganze mit Wasser aufgießen, kommen die Gewürze dazu. Alle genauen Gewürze schreibe ich euch unten nochmal in die Infobox. Jetzt wird das Ganze gesalzen und umgerührt. Anschließend wird der Topf mit Wasser aufgefüllt. Es wird so viel benötigt, bis das ganze Fleisch bedeckt ist. Für den Geschmack und die Farbe geben wir noch 3 Esslöffel passierte Tomaten in den Topf. Das Hähnchenfleisch wird so lange gekocht, bis es gar ist. Bei mir hat es 30 Minuten gedauert. Dies variiert, je nach Größe und Menge. Wenn das Fleisch gar ist, kann es auch schon aus der Soße genommen werden. Dazu habe ich mir ein Sieb bereitgestellt. Da hinein gebe ich das Fleisch. Die Soße kann nun weiterverarbeitet werden. Dazu gebe ich die Champignons in den Topf. In einer traditionellen Pastela sind keine Champignons, allerdings wollte ich das Rezept etwas anders gestalten und meiner Meinung nach peppen sie den Geschmack auf. Das lassen wir jetzt für wenige Minuten kochen. Währenddessen können wir schon mal das Fleisch zerrupfen. Nachdem die Champignons für einige Minuten in der Soße gekocht wurden, kommen die Eier dazu. Die Eier habe ich vorher mit einer Gabel leicht verquirlt. Ihr solltet nicht aufhören zu rühren, damit sich die Eier gut verteilen können. Die restliche Flüssigkeit sollte verdampfen und durch die Eier wird die Masse deutlich fester. Diese Prozedur hat bei mir ungefähr 20 Minuten gedauert. Während die restliche Flüssigkeit im Topf verdampft, können wir die Nüsse mit dem Puderzucker mischen. Dazu geben wir die Mandeln und Haselnüsse in eine Schüssel sowie der Puderzucker und 2 Esslöffel Orangenblütenwasser.
Alles wird gut miteinander vermischt. Nachdem die ganze Flüssigkeit verdampft ist, sollte die Soße so fest sein. Die Soße bzw. die jetzige Füllung kann zum Abkühlen in eine Schüssel gegeben werden. Das Ganze wird zum Abkühlen zur Seite gestellt. Nachdem die Füllung abgekühlt ist, geben wir das zerrüpfte Hähnchenfleisch dazu. Für mehr Geschmack habe ich das Ganze nochmal gewürzt mit Paprikapulver, Zimt und Ingwer-Kurkuma-Pulver. Das Ganze wird miteinander vermischt und dann kommen auch schon die Oliven dazu. Oliven sind auch kein Bestandteil einer traditionellen Bustela, ich finde jedoch, dass Oliven hervorragend zum Hähnchenfleisch passen. Wer mag, gibt noch etwas geriebenen Käse in die Füllung. Ich finde, das macht die Füllung nochmal etwas besonderer. Jetzt, wo auch die Füllung fertig ist, können wir uns um die Teigblätter kümmern. Die Teigblätter haben wir zuerst in der Mitte halbiert. Die daraus entstandene Rechteckhälfte haben wir erneut halbiert. Für die Bustela benutzen wir eine runde Form mit einem Durchmesser von 12 cm. Hinein legen wir zunächst ein Teigblatt. Dies wird mit einer Margarinen-Milchmischung bepinselt. Dann kommt schon das nächste Teigblatt quer drauf. Auch das zweite Teigblatt wird bepinselt. In die Mitte füllen wir jeweils 4 Esslöffel von der Füllung. Die Füllung wird in der Form verteilt und dann kommen ungefähr 1,5 Esslöffel von der Nuss-Puderzuckermischung obendrauf. Jetzt werden die Ränder mit der Margarine-Milchmischung bestrichen. Für die Margarine-Milchmischung habe ich Margarine geschmolzen und einige Esslöffel Milch hinzugegeben. Jetzt können die Ränder auch schon umgeklappt werden. Beim Umklappen gibt es keine besondere Regel. Ihr solltet nur darauf achten, dass ihr die Ränder gut mit der Margarine-Milchmischung bestreicht, damit die Bustela euch später nicht aufplatzt. Die Margarine-Milchmischung dient nämlich hier als Kleber. Auf diese 2 Teigblätter wird ein weiteres draufgelegt. Dann wird das Ganze umgedreht und wieder in die Form gelegt. Das Ganze wird wieder mit der Mischung bestrichen und die Ränder werden erneut umgeklappt. Dann könnt ihr das Ganze auch schon umdrehen und aus der Form lösen. Ein wichtiger Tipp von mir: Bevor ihr die Bustelas in den Ofen schiebt, solltet ihr sie mit der Margarine-Milchmischung bestreichen, damit die Teigblätter einen schönen Glanz bekommen und kross werden. Die Bustelas kommen für ungefähr 20 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Und fertig sind auch schon die marokkanischen Bustelas mit einer Hähnchenfüllung. Aus dieser ganzen Menge habe ich 17 Bustelas rausbekommen. Ich kann euch dieses Gericht wirklich nur empfehlen, es ist einfach traumhaft. Die Kombination aus der herzhaften Hähnchenfüllung, der Nussmischung und dem Puderzucker obendrauf ist eine Geschmacksexplosion. Nicht umsonst ist dies einer der beliebtesten marokkanischen Gerichte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!